Hallo liebe Zuschauer, wie ihr sehen könnt, ich bin nicht alleine. Die Wippert, die kennt ihr ja schon von dem letzten Besuch bei Oma und der Stefan sitzt jetzt dabei. Das ist also keine Finte gewesen, ne? Also sie hat wirklich einen Freund und der heißt auch Stefan, genauso wie bei der Pin. Wie heißt er noch? Pin, ja. Ja, wir sind jetzt zur Oma, das hatte ich ja auch versprochen. Die bekommt ja auch noch Geld vom letzten Mal, das hatte ich ja vergessen. Sabadikap. Oh, Grandma is Oh my God. Oh mein Gott. Ja, sie hat also hier eine Platzwunde. Oh. Also wie wir gerade gehört haben, sie ist wieder hingefallen. Anscheinend hat man sie gefunden, jedenfalls jemand hat ihr geholfen. Die Haare sind hinten abgeschnitten und ja, ein Verband ist drauf. Vor 5 Tagen ist das passiert. He want to take a shower and falling down. Nobody found her here. Ja, das ist das Dumme, dass sie alleine hier lebt, bevor denn Hilfe kommt. Wir hatten auch schon mal gedacht, ihr ein Handy zu besorgen. Das hast du also dankendst abgelehnt. Da kann sie nichts mit anfangen. Wir haben ja für den Notfall haben wir hier die Telefonnummer von Pitti. Die Nummer hat sie auch schon ein paar Mal angerufen. Da kommt der Stefan an. Geh in die Knie, ja. Du musst unter ihr sein. Ja. Okay, hier eine Korrektur. Also hier kommt ja jeden Tag eine Frau hin, um Lebensmittel zu bringen oder auch Essen zuzubereiten. Und die hat das dann gemanagt. Die hat die Haare hinten abgeschnitten und ein Heilpflaster drauf getan. So, jetzt gehen wir mal gucken zum Unfallort. Ich hatte ja damals einen Stuhl gekauft extra und der ist ja weg. Ich habe also gerade gesagt, innen drin ist ja noch ein Stuhl. Wir haben insgesamt 3 von den weißen Stühlen gekauft und der stand ja auch außerhalb, wo sie sich da badet, dass sie sich da draufsetzen kann. Ja, der wird nämlich nicht genutzt da und da kann er genutzt werden. Ja, das ist natürlich eine schlimme Sache, wenn sowas passiert. Niemand ist hier. Oh, Ich will gar nicht erahnen, wie lange sie denn da gelegen hat, bis sie wieder zu sich gekommen ist. Ja, da stand der Stuhl auch vorher und das ist ja auch sinnvoll. Da kann sie sich ja draufsetzen und sich waschen. Ja, ich habe den Stefan schon darum gebeten, wenn ich jetzt die 2 Monate nicht da bin, dass die auch mal vorbeikommen und nach Oma gucken. Ja, ich habe mit Pitti gesprochen diese Woche. Sie kann also nicht jetzt Ende des Oktober kommen. Sie ist noch weiterhin auf dem Feld am Arbeiten bei den Eltern und sie denkt in der ersten Novemberwoche, dass sie wieder zurückkommt. Hast du verstanden? Okay. Ja, jetzt habe ich gerade noch, der Wipp hat gesagt, sie soll übersetzen, wenn ich die 2 Monate weg bin. Der Stefan hat sich ja bereit erklärt, mit Wipp nachher zu kommen. Oma kennt die ja jetzt mit. Und dann ist wenigstens die 2 Monate jemand hier. Ich würde noch mit Pitti darüber sprechen, ob die auch denn mal nach hier kommt. Die hat zwar nur einen Roller, das sind, wo die wohnt, bis nach hier, also 40, 45 Minuten ist das eine Tour bis nach hier.
Und dann kommt ja darauf an, ob die auch denn Zeit hat, weil die jetzt einem Job nachgeht, wenn die wieder zurückkommt. Aber Oma lassen wir auf jeden Fall nicht alleine. Natürlich bei solchen Unfällen, da kann man nicht da sein, das ist nicht möglich. Ein Handy, das wurde auch schon mal erwähnt, wieso gibt man der Oma nicht ein Handy? Die Oma will kein Handy. Fertig, die hat mich ja schon mal mit dem Radio rausgeschmissen. Ich glaube, hier ist auch der Fall, dass sie Trauer empfindet, wenn sie was hat, dass sie das niemandem mitteilen kann. Wenn dieser Unfall schon vor 5 Tagen gewesen ist, war natürlich sehr hoch der Drang, jetzt ihr Leid, was ihr zugestoßen ist, jemandem mitzuteilen. Und wie ich ja jetzt gekommen bin, habt ihr das ja mitbekommen, bin ich ja sofort mit der Situation konfrontiert worden, dass sie was gehabt hat. Und ich glaube, dass wir jetzt hier sind, das tut ihr wieder gut. Ne? Hm. Ja. She happy when she see you again. She thinks she died because her down. Today she cry because she happy because she see you again. She thinks she died and can't see you again. Das ist ja auch immer meine Angst, wenn ich hier rumkomme, dass die Türe zu ist und Oma ist nicht da. So kann man aber auch sehen, dass man einen Gefühlsaustausch hat, obwohl wir nicht miteinander kommunizieren können. He? Man kann einen Weg finden, indem man also eine nette Dolmetscherin dabei hat. He? Ich habe es ja auch schon mal versucht über dem Handy mit Skype. Da hat sie mit Bitti gesprochen. Das ging so, weil die Verbindung hier unten ist schon schlecht hier in der Ecke. Aber man kann auch mit Menschen kommunizieren, wo man die Sprache nicht kann. She cry every time because she happy to see you again and she thinks she died when she found out. เสื้อผ้าTau and here is wet, only wet. Ja, es wurde auch gefragt, wieso wir Oma nicht ins Altersheim bringen. Für die Thais, nach meinem Wissen, gibt es keine Altenheime. Das Altenheim ist die Familie, die Umsorgung der jüngeren Leute, aber hier das ist ein Einzelfall, dass sie wirklich ganz alleine ist. Alle Familienangehörige sind schon verstorben. Die ist ja jetzt 91 Jahre alt. Und außer jetzt die Frau, die hier nebenan wohnt, die jeden Tag nach ihr schaut, ist da niemand. Und nochmal, und Oma möchte nicht hier weg. Immer kommt es wieder, wieso nimmst du Oma nicht auf? Du hast doch ein großes Haus. Oma kriegt man noch nicht mal hinten zum Strand oder zum Restaurant oder sowas. Oma möchte hier sterben. Das ist ihre Aussage und sie geht hier nicht weg. You want to say something to Pitti? Only cry. She can speak here. บอกนิด Because when she is in color scene, I think she looking the movie. อยากบอกอะไรนิดไหมรออยู่ใช่ไหมรออยู่รีบมาหา ไม่ตายหรอกไม่ตายง่ายๆหรอกนั่นแข็งแรงคนแก่เขาไปยาตายมันตายคนแก่ยาตายมันไม่ตายตอนที่มันมาทีแล้ว Eins darf ich ja jetzt nicht vergessen, dafür sind wir ja eigentlich nach hier gekommen. Oma bekommt Taschengeld. Okay, heute ist großer Zahltag. Sie bekommt einmal die 1000 Baht. Ich habe den Namen vergessen, er war bei mir zum Kaffee trinken. Der hatte mir 1000 Baht gegeben. Und dann kommen regelmäßige Einzahlungen noch rein, dass sie insgesamt 3500 Baht bekommt. Und da kommt es jetzt erstmal über die Runden, vor allen Dingen, wenn mal was passieren sollte, dass sie Reserven hat. มีคนฝากเงินมาให้ยายเอาไว้ยายซื้อกับข้าวนะซื้อกับข้าวซื้อนมเนี่ยเขาฝากเงินมาให้ขอบคุณเขาด้วยนะเป็นทุกตัวหวังไม่มี Das ist so normalerweise, was er von Rente bekommt für 3,5 Monate.
คนเอ็นดูยายแล้วมีแต่คนเอ็นดู Normalerweise hat Oma hier so ein kleines Station. Where is the pocket? Ja. Hier, hier. Das ist wichtig. Hier, schön. Im Reifverschluss. เก็บไว้ดีๆนะเอาไว้ซื้อกับข้าว Wenn ich eins weiß, แต่ว่านมซื้อมาให้เย bei อะ ihr แห ist ละ das Geld น่า richtig จะได้กินหลาย aufgehoben. วันอยู่เก็บไว้ดี So. Hm. Okay. Das sind Freudentränen. Ja, es gibt Menschen, die haben jetzt einen Dauerauftrag bei mir auf dem Konto gelinkt, dass sie jetzt regelmäßig Geld bekommt, weil 27 € bekommt sie vom Staat. Das ist keine Rente, das ist einfach für alte Menschen. Das bezahlt der Staat freiwillig, ohne irgendeiner Gegenleistung oder sowas. Normal bekämen sie gar nichts. Aber 27 € im Monat, damit man davon leben kann. Ist für hier, selbst für hier ganz wenig. Ja. Und dann ist es natürlich schön, wenn so eine große Gemeinschaft wie mittlerweile jetzt in meinem Kanal, ich habe ja fast 29.000, dass da Menschen dabei sind, die ein gutes Herz haben und Geld spenden und sehen, es kommt auch dahin. Ja. Ich hatte ja beim letzten Mal schon erzählt, da hinten ist die Straße durch ein Seil zugemacht worden. Wir haben gehört, der Besitzer soll ein bisschen crazy sein und daher sind wir jetzt einen anderen Weg mal gefahren. Ja, und hier sieht es ringsum aus. Das ist immer ein schönes Beispiel, was ich den Leuten zeige. Hier siehst du also, außen ist also die Haut alles in Ordnung und innen drin ist alles weggefressen. Da oben, da siehst du es auch, wo der Stromanschluss ist, den habe ich versetzen lassen letztes Mal. Wir waren ganz kurz davor, dass das ausreißt. Dieses Dach hier ist vor 2,5 Jahren neu gemacht worden. Da war ein Sturm, da ist hier das Drittel vom Dach weggeflogen. Dann hat der Bürgermeister sich darum gekümmert. Da haben die für 65.000 zusammengespart hier und haben das neu gemacht. Hinten in der Verlängerung sieht man aber, da ist der Einbruch. Da haben die Termiten schon einen Querbalken durchgefressen. Ja, und Oma hält den Boden immer picobello sauber. Ich weiß gar nicht, wie die da auf der Reihe kriegt. Man sieht also, wie sie mit dem Besen hier durchgeht. Die mag das also nicht, wenn die Hunde hier durchgelaufen sind oder hinscheißen. Hinter Hunden ist sie sowieso. Die mag sie nicht. Und die macht das so weit noch wie möglich dann sauber. Ja, hier kannst du auch schon durchgucken. Ja, das sind Termiten. Wenn man die einmal drin hat, dann kann man nur mit einer großen Chemiekeule das machen, aber hier ist es schon übers Maß drüber hinaus. Und das, Florenz, hast du angebracht? Nein, das war ich nicht. Das war auch der Bürgermeister. Wie er nämlich den Zustand hier vom Haus gesehen hat, da hatte er so viel Mitleid. Der hatte also dahinter eine Toilette bauen lassen. Die Toilette, die war da hinten. Das war dieses Häuschen, das du einmal abgebrochen hast. Davor war ein Häuschen, es war nur ein Schuppen und da war die Toilette. Und dann hat der Bürgermeister mit Spenden hat er hier hinter die Toilette machen lassen. Er hat hier draußen auch eine Wasserpumpe angebracht, dass die Oma sich hier draußen waschen kann. Die wollte sich hier draußen waschen. Das sind auch Politiker, die wirklich bürgernah sind und wirklich helfen. Ne? Ja, was ich mir jetzt so vorstelle, was ich schon sagte, die Bank, die bei mir steht, die bringen wir jetzt hier in eine Position, weil sie sich immer ausgerichtet nach hier auch wäscht und die Position möchte ich nicht ändern bei Oma. Siehst du, und das ist ja alles weich. Und wenn jetzt die Bank da drauf steht, dann wackelt die und dann hat sie natürlich sofort Angst. Da werden wir also hier eines ausdicken, wo die Füße stehen, und dann werden wir da Magerbeton drauf tun, das schön in eine Waage reinbringen. Und dann machen wir flankierend hierzu Händlinge, wie sagt man dazu, Handläufe, damit sie sich da festhalten kann, wenn sie sich setzt. Und hier, wo jetzt der Chair ist, der Stuhl, da kommt dann ein kleines Tischchen hin, wo
dieser Wasserkessel da drauf kommt. Und dann kann sie sich dann hier gefahrlos, hoffe ich, dann auch waschen. Auf jeden Fall macht es das hier draußen. Ich glaube, innen drin ist auch die Möglichkeit, aber die sind mehr nach außen orientiert. Ja. Da ist Oma, die räumt sofort auf. Er war nicht da, hatte gleich den Sitz weggetan. ไปเอามา ไปเอามาให้ Jetzt kann sie mit. วิ่งกลับเนี่ยเก็บ Bye, bye. Bye, bye. Wir passen auf Oma auf. Jetzt weiß sie natürlich, dass wir in den nächsten Minuten auch wieder gehen. We say goodbye. สวัสดีค่ะ เดี๋ยวมาใหม่นะ เป็นโรคเป็นโรคเป็นโรค ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง I come back. เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง Ja,